herzlich willkommen zu unserem Was ist Death in Texas Stream. Das ist jetzt gerade für die Switch rausgekommen, deswegen haben wir da einen Key bekommen, aber eben für den PC, weil ich keine Switch habe. Für den PC ist es schon seit einer ganzen Weile raus, aber wie wir uns das zum ersten Mal anschauen, habe gerade den Streamer-Mode erklärt, deswegen gehen wir jetzt hier mal rein und schauen uns das genau an. So. Okay. Fate. Okay. Und irgendwie haben wir keine Zitronen. Wasser bitte. Ach, witzig. Das Beatles-Album. Hä, was? Da hatte ich eine angetippt und du bist deswegen pisst? Alter, was ist mit dir los, du Mimimi? Like, seriously? Ja, wer kennt das nicht? Und hallo Maestro, schön, dass du da bist. Wer kennt das nicht? Da ist man mal hier unterwegs in dem Ding und denkt sich so, boah, hat mich irgendwer angetippt. Ja, wer kann es nur wagen, mich auch nur anzutippen? Ich hasse euch alle. Wetten, der verflucht den Typ jetzt. Ne, der Bot ist eigentlich... Das Ding ist, der Bot war vorhin aktiv. Aber ich weiß nicht warum, aber irgendwie scheint er gerade seine Probleme zu haben. Aber warte mal, stimmt, die kleine Kissenkatze ist noch nicht mal im Stream drin. Ist sie wirklich abgestürzt? Ah, that's weird. Hello Marestio, how are you? Let me check that. Ah, shit, ich hab... That's great, Maestro. Hope you're enjoying it. Okay, ich habe anscheinend hier meinen SSH-Zugang nicht eingerichtet, deswegen kann ich jetzt nicht nochmal nach keiner Kissenkatze schauen. Das ist natürlich unpraktisch. Seltsam ist vor allem, sie war vorhin noch aktiv. Oder? Oh nein. Okay, wait. Die lebt anscheinend die ganze Zeit schon nicht. So, warte mal. Okay, das ist tatsächlich seltsam. Eigentlich sollte mein Bot leben, weil ich komme auf die Website von meinem Bot. Deswegen ist das jetzt sehr, sehr seltsam. Wie kann ich das dann am blödesten testen? Das ist tatsächlich seltsam. Er behauptet... dass es successful war? Hä?
Nein? Okay, habe ich irgendwie aus Versehen mein Board gebannt? Das kann ich doch vermutlich hier am ehesten noch checken. Sorry, dass wir jetzt kurz die Pause machen müssen. Aber es ist tatsächlich seltsam, dass mein Bot nicht funktioniert. Aber ja, anwesende Moderatoren sind auch nicht mein Bot. Mein Bot ist anscheinend gebannt. Sehen wir das dann am ehesten? Okay, anscheinend müssen wir heute ohne Bot auskommen. Das ist ein bisschen schade. Ich schaue jetzt auch gerade nochmal, ob ich das nicht doch. Okay, nö, also es sollte existieren. Der Account existiert auch noch. Seltsam. Sehr, sehr seltsam. Und ja, Omega, das ist wirklich sehr unpraktisch. Ja, ich werde das hier nicht... Ich werde meinen SSH-Zugang hier jetzt nicht eingerichtet bekommen. Das ist ein bisschen zu aufwendig. Egal, dann spielen wir jetzt halt hier wieder das Spiel. Falls ihr den Link zum Spiel braucht, postet es einfach hier einmal. Genau, Bot hat heute einfach mal frei. Körnerkissenkatze arbeitet sonst die ganze Zeit. Da darf auch mal Ruhe sein. Ich kümmere mich dann irgendwie später darum. Später TM. Warte mal. Mir fällt gerade ein. Eigentlich. Stimmt ja, eigentlich ist das... Wenn ich das hier nehme... Dann sollte es funktionieren. Na, vielleicht krieg ich es ja doch noch kurz eingerichtet. Weil eigentlich ist es gar nicht so schwer. So. Was?
ist das? Könnte jetzt funktionieren. Aber glücklicherweise war der jetzt erstmal mit der Dings beschäftigt. So. Ah, da funktioniert es jetzt wieder. Schön. Okay, also. Dann. It is alive. Ich weiß noch nicht mal, warum sie dead war, aber ja. So, dann haben wir das hier. Du solltest noch ein E einpacken bei dem Add-Code, dann funktioniert es auch. Oh ja. So. Ja, nice. Jetzt funktioniert auch das wieder. Gut. Dann hier. Jetzt weiter. Sorry dafür kurz. Der Grim Reaper hier. Oh, wir können. Oh, cool, wir können uns verschieden anziehen. Ja, machen wir doch mal vielleicht die mexikanische Variante davon. Sehr, sehr nice. Also bei mir wäre es ja sowas vermutlich eher das hier. Oder das hier. Das hier ist auch nett. Das passt ja nicht ganz zu dem hier. Ist ein bisschen schade. Da passt irgendwie nichts ganz so. Und hallo lesen. Was geht? Schön, dass du da bist. So, wir sind jetzt halt dieser Goldkopf. Begin the bureaucratic afterlife. Yes, begin. Finally, the new spawn has awoken. What a momentous day. I am honored to welcome you into our world. Spawn... hang on. Spawn number 6, 9. Nice. I am Fate. I am the keeper of world order. Okay, jetzt haben wir verschiedene Auswahlmöglichkeiten für Antworten. Ja, dann willkommen zurück aus dem Zeitloch. Schön, dass du wieder wach bist. Du hast leider dadurch den wunderbaren Warehouse Simulator verpasst. Das war... Da hast du was verpasst. Aber hallo du. I don't care much for being just 69. Can I be a Fate? Hello, a pleasure to meet you, Oh, Fate. a polite Grim Reaper for a change. This is a good start. Get set, listen. Welcome to your new job as an overseer of Cosmopolis City Subdivision 4, the Sun County Wine Region. I know what you are thinking, and yes, your assignment is choosing humans who have to die. Pretty standard stuff. Fast Omega.
As it is your first day, try to get to know the system. And do not destroy the world, yes? Gallows humor, you see? Right, yes. Clear? Would I get paid for this? Damn it, jetzt habe ich auch noch das Duell verloren. Damn it. GZ. Most certainly. The contract stipulates that every death gets a fair salary based on their performance accuracy. Okay, was heißt das jetzt? Marking profiles correctly is the most important task. If you mark more or less than necessary, you will not get your fee at all. Errors At all? in secondary tasks will reduce the total even if the primary task is executed correctly. Aha, Mumu. Ist mir jetzt witzig geworden. Remember, the fate of the world lies in your hands. Humans march towards the great dying. They always teeter on the precipice, creating endless chaos. Oh, sorry dafür. We keep humans from falling off. We establish the equilibrium and keep the chaos in check. For that reason, your actions will have consequences. I was born to do this. Alright, where do I work? I will show you your workplace right away. Follow me. One more thing. This will be your 7-day evaluation period. When the week is done, you will be assessed. 1 week to show us what you are made of, Reaper. Okay. Bin ich ja gespannt. Okay. Open me. Hello, Grim. Here are the 1,000 humans who are in life-threatening situations within your domain. I'm granting you time to settle in, so no difficult rules and requests as of today. Quota for the day: 1 human has to die. Send me the files by fax after you have made your decision. Good luck on the first date. Okay. Okay. Gut. Was ist das? Was ist das? The marker of death. Better pick it up and start marking some fires. Well, I have a phone at least. Good for processing and scrolling through Corker. Was? Achso, da ist das noch nix. Schade. Okay, Deus Fax Maschine. I still need to mark some of the profiles before I end my shift. Okay. Haben wir irgendwas? I wonder what's inside. Nothing. Nothing. Oh, warte, kann ich da Dinge... Da kann ich Dinge reintun, wie gut. Okay, also hier. Wir haben hier die Melissa S. McGill, age 33, special agent. The agent for the Bureau of Agricultural Espionage has always wanted to be a bodyguard for the president, as they have extensive experience in safeguarding the well-being of crops and other flora. They once even played double agent for 2 contesting potato magnets. Und hier dagegen haben wir den Park Lee, 52, Tech Support. Park works as a team leader at Toyabishi, providing tech support for a variety of important companies across the northern countries. This can be more interesting than one assumes, as sometimes the program companies use breakdown in incredible puzzling ways. Oh. Jetzt habe ich den Satz total falsch gelesen. As sometimes the programs companies use break down in incredibly puzzling ways. Okay. Okay. Also wen davon wollen wir jetzt...
Do not go gentle into that good night. Also wir haben jetzt hier diese 2 sehr verschiedene Menschen und wisst ihr was? Wir fangen das direkt mal an. Hier. Ihr dürft... warte mal. Genau, wir machen jetzt hier mal Park Lee. Also wenn ihr Park Lee wollt, dass er lebt, dann gebt schonen ein. Und wenn ihr wollt, dass Park Lee stirbt, dann töten. Warte mal, wir haben hier einmal einen schonen. Er soll also leben. Eine Vote haben wir. Töten. Ja, mit OE. Oh Gott. Soll ich auch töten? Alle wollen Park Lee tot sehen. Ich frage mich ja, warum ist das? Warum ist das? Weil er älter ist oder was? Weil das haben jetzt 4 Leute, haben jetzt eigentlich dafür gewotet, dass er, also 3 Leute haben dafür gewotet, dass er sterben soll. Omega hat ja das dann nochmal korrigiert, wie es geschrieben wird. Skandalös. Wir müssen aber nur einen töten. Wir werden auch nur einen töten. Ich muss zugeben, ich habe jetzt irgendwie so... Arme Textboden älter. Erlösen. Okay. Dann... You will die, you will live. Yes. Yes. Okay. Yes. Oh, okay. What ho, customer! Welcome to Quartermaster Mortimer's Plunder Emporium. As ye may guess, I am Mortimer. The Mortimer. The one you may have heard of. The famous, nay, infamous Quartermaster. Okay. The Mortimer? An honor to meet such a legend. Aye, 'tis me, terror of the waves. I may have grown most humble with age, but tales of my thunderous exploits will live forever. Uh-huh. Cool. Aye, the Emporium brims with plunder. I plundered myself. Browse at your will. Unholy Smokes clothing. Ethereal Resonator widget. Just accelerated electromagnetic. Ah, ein Radio also. The Lethean Obliviates is used to remove previous mistakes, meaning it erases whichever mark you made on a profile. Use one use only. Okay. Okay. Dann wissen wir Bescheid. Hä, was?
Ich verstehe nicht, wie die Maussteuerung hieran funktioniert. Okay, ich kann ihn besuchen. Oh, the new death spawn. Welcome. How was your first day? Okay, I guess. Good, good. I understand it may take time to get acclimated. Everyone goes through that phase. Remember, lives are on the line. I see exactly one person perished today, as tasked. Did you figure out the best choice? No, I didn't. To be fair, there was no best option. I felt like you needed an easy one to begin with. In the future, that is going to change. Such is the unfortunate, indisputable, incontrovertible, ironclad law of cosmos. Questions? I still don't understand what exactly I'm supposed to do. You are to mark the profiles I send you with the marker of death, choosing who lives and who dies. Afterwards, you fax the files back to me. Any specific daily requirement, a new day awaits. Off you go now. Yay, wir haben Kohle bekommen. Okay, wir können einfach schauen, da die Dinge, die bunt sind, die funktionieren, die kann ich besuchen, die anderen nicht. Können wir nochmal schauen, was hier... Again ye honor me, tiny abode, with your visit. The Calavera clothing. Only a noble craftsman can craft an alphanique of this caliber. Exquisite, tasty. No one can deny it. I'd have the sweetest possible visage if I wore this. Looking glass. Shit. Annals of Vengeance. Okay. Ja, nicht so viel Sinnvolles da drin. Is my money wailing? It seems it is. So. Packen wir mal das Weingeld hier rein. So. Tech Bros. Legendary tech support team die in an airplane crash. Oh. Major flaw in Toyabushi medical equipment leads to the demise of a number of critical patients. Oh no! Catastrophe which could have wiped out numerous popular potato strands averted due to the efforts of one dedicated agent. Okay, wir sehen also hier dann, was wir angerichtet haben damit, mit dem, was wir angerichtet haben. Okay. Morning, Grim. I hope you found your accommodations adequate. Here are the rules of the day. Follow them and you will be okay. I'm handing you another simple task. Quota for the day: one human with an engineering or industrial background has to die. Okay. Well, that sucks for them, I guess. So, dann versuchen wir mal hier alle zu lesen. Ah ja, du. Erstmal hier rein und... Okay, also, wir haben jetzt... Also es muss nur eine Person sterben. Wir können mehr Leute töten. Wir können alle Leute töten. Okay. Rafika Al-Kiri, 33, Aerodynamics Engineer. Rafika is very much into renewable energy and has been trying to figure out new experimental ways of making power generation more efficient. They also love flying kites and play with their dog. Yusuf mostly stays at home raising their kid after the death of their spouse. It's been a rough going both mentally and physically, but they're making do thanks to the support network of friends and family. Umberto Prime, 38,
automotive engineer. Umberto doesn't really have much to do these days at a manufacturing plant, as automation has made car building much faster and more efficient. Mostly they look at computer screens checking for errors. At home they love tinkering with their old 77 Dio Pulsar. Okay. Übel. Wir dürfen wieder entscheiden, wen wir umbringen. Also ich wüsste ja, wen ich nehmen würde. Genau, wir müssen auch heute ja nur eine Person umbringen. Und das Ding ist, rein prinzipiell, der hier, den müssen wir nicht umbringen. Wir müssen ja nur eine Person aus dem Industrial und Engineering Dings umbringen. Das heißt, wir müssen uns entscheiden zwischen Umberto und Rafika. Wir können sie euch mal abstimmen wieder lassen. Also ich weiß, wen ich umbringen lassen würde. Ich will aber wissen, wen ihr sterben lassen würde. Darum töten für Rafika, schonen, wenn, also, ne, töten, ob wir die Rafika töten sollen oder schonen, wenn wir sie leben lassen sollen. Der jeweils andere bleibt dann am Leben oder stirbt. No. Aber ich wüsste schon, wen ich nicht haben will. Layson will die Rafika töten. Okay, aktuell steht es 50-50. Schonen. Okay. Damit. Die hat einen Hund. Und die will hier erneuerbare Energien erforschen. Layson, was ist bei dir falsch? Die lassen wir am Leben. So. Ja, komm, wir machen das mal weg hier. Do not ask me again. Weil ich sag nämlich eigentlich, dass der hier aussterben muss. Weil der tut anscheinend ja nichts mehr. Er guckt nur noch auf sein Handy. Klaro, er hat seine Hobbys, aber... Keine Katze. Also ich bin ja auch nicht so der Katzenmensch, aber... nicht der Hundemensch, aber trotzdem. So, warte, der hier muss noch gemarkt werden. So, der doch auf Leben. So. Ja. Alles weg damit. Mal schauen, was passiert. So. Grim, how was the second day on the job? Good? Good. So, did you follow the rules properly? I did. Great. Yes, everything looks to be in order. Vermutlich, Lee. Aber, weiß nicht, ich setze mir auf die erneuerbaren Energien. Continue the good work and do not let tough choices get you down. I hope I get to kill more people. Can I get a vacation? Nope. Rest well. You will need it. See you soon. Ich schau nochmal kurz in den Laden rein, was da irgendwie, ob es da irgendwas Interessantes gibt. Oh, 'tis wondrous marvel. Once upon me and me crew sailed the southern seas and came across an accursed lighthouse. Plundered the lot of it, even the mirrors. Built the frame from beautiful driftwood washed ashore from the ship we rammed into. Aye, a proper beauty. So. Ich frage mich, ob wir das dann für immer freischalten. Dear me, 'tis a tragic tale. You ever hear of the Dia de Mortos? A wild night, certainly. There we was, celebrating the passing of mi amigo. Several days later, woke up buried under a mountain of empty bottles. This mess stuck to me face. Never knew where it came from.
but I will happily let the memory of me fellow buccaneer and me headache be carried by another. Viel Kohle. Golden Pop Punk. Sugar Skull. Briar. Dia de Muertos, Sandy Claus. Noche de Muertos, Smalley. Das ist doch hübsch hier. Was ist das? Damit haben wir sogar wieder Haare. Ist nicht fantastisch? Read me. A new day's dawn. You ought to know the drill by now, just in case. A special request today, try to follow. Ja, okay. 2 humans have to die. Okay, wir müssen nur 2 umbringen. So, schauen wir mal. Gruesome accident at the car manufacturing plants as malfunctioning construction crushes engineer. Das ist wenigstens einer. A unique development in wind turbine design found increases energy production while lowering costs. Hört sich gut an. Ja, es ist quasi eigentlich so wieder ein bisschen das Trolley-Problem, was wir hier haben. Wir haben jetzt heute 5 Leute, die wir aussuchen dürfen. Wir haben hier Columba Hunter, 47, Airplane Pilot. Oh, da müssen wir aufpassen. Columba is a distinguished war veteran. These days working as a well-regarded passenger airplane pilot. They're happily married and have 5 children. As a hobby, Columba is extremely interested in the history of religious buildings. Shizuka, truck driver. Long distance trucking can be really boring or frustrating or meditative. It gives plenty of time to contemplate issues or listen to audiobooks and podcasts. At least that's what Shizuka uses the time for. Their aspiration is to one day not drive trucks across the land. Ich glaube, wir müssen für jeden Einzelnen jetzt machen, ne? Weil sonst wird es ein bisschen schwierig. Shani. Retired. Shani is a peculiar pensioner who keeps roaming all around town with a kettle in hand, always mumbling about the kettle not being warm enough. No one seems to know what, if anything, is in a kettle. It is a mystery. Ich frage mich, was passiert, wenn wir sie am Leben lassen. David Sharp. Content Creator. An avid proponent of the Bowl Earth conspiracy theory, their mission is to spread the truth around the globe. They like collectible cards and cats, hate aeronautics engineers and warnings. David smells of cigarettes and shampoo. Leo Boyarski, 67, politician. Leo has been in politics for over 40 years, and in that time they've worked hard on relaxing the government's meddling in the real estate market. Although nobody has found proper proof, there have been rumors that Leo has taken many bribes from a number of realtor agencies. Okay, wenn wir doch gerade schon hier dabei sind, ihr dürft jetzt abstimmen. Soll er leben oder sterben? Wir müssen, wie gesagt, wir sind 3. Nur 2 Leute müssen. 2 Leute müssen sterben. Kriegen wir hin. Also. Zeigt mir, was ihr wollt. So. Wir haben eine Tötenstimme. Wir haben eine schonende Stimme für den Lappen. Oh, easy. Den Lappen wirst du leben lassen, ey. Unglaublich. Töten. Da haben wir, ja,
2:1 und wenn du mich meine Stimme noch reinwerfst, sogar 3:1. Schon, Layson sagt schon. Layson, du bist zu spät. So. Sterben. So, packen wir das mal hier so hin. So, hier so hin. Wir müssen das Buch irgendwo anders hinpacken. So. Wer Hunger hat. I feel you. Also. Ne, hier kommt die Shani. Ihr dürft auch wieder abschließen. Oh, es tut. Ich. Einmal schön kräftig gegen das Mikrofon gehauen. Ich hoffe, jetzt sind alle wieder wach. Sorry dafür nochmal. Genau. Was sagt ihr denn so? Leben oder sterben? Die Shani. So, wir haben tatsächlich... Wir haben so circa 15 Sekunden oder 12 Sekunden Delay zwischen dem Stream und der echten Zeit. Das ist richtig, richtig krass. Zweimal schonen, zweimal töten. Jetzt muss doch irgendwer anders dazu kommen. Come on. Wer ist noch im Chat? Brecht euer Schweigen. Genau, Dalida, falls du noch da bist. Du warst ja vorhin. Na ja, dann sag doch mal. Okay, was sind jetzt? Tide. Okay. Dazu gab es keine richtige Entscheidung. Wir können ja mal noch schauen, was... Was wir für den hier haben. Das Ding ist, ich weiß nicht, was passiert, wenn wir 3 Leute umbringen. Ihr dürft jetzt wieder abstimmen. 2 töten. Lass es uns rausfinden. Dann töten wir mal den David und die Shani. Ja, er ist ja auch Verfechter der Schüsselerden-Theorie, Verschwörungstheorie. Natürlich sieht er seltsam aus. Fucking Content Creator. Er will die Wahrheit verbreiten. So ein Lappen. So. Das heißt, wir haben jetzt 2 Tode. Einmal den Politiker und einmal diesen Truth-Lappen. So, und wisst ihr was? Ich nehme jetzt die Freiheit raus. Ich lasse die anderen 3 alle leben. Weil ich will auch tatsächlich wissen, was bei ihr passiert, wenn wir sie leben lassen. Ob das irgendeinen Einfluss hat. Und Lacey, wir werden es an einem anderen Tag testen müssen. Genau, weil bei dem hier, da werden viele Leute sterben, weil er einfach Flugzeugpilot ist. Dann stirbt dann das ganze Flugzeug. Und irgendwie gibt es auch gar keinen Grund, ihn zu killen. Er hat 5 Kinder. Das wäre voll traurig für die. Sie ist einfach nur potenziell crazy. Und das ist wirklich kein Verbrechen. Und sie ist Truckfahrerin mit Träumen. Ich will das nicht, dass sie stirbt. Aha, bestimmt. Es ist total seltsam. Ich weiß gar nicht, was passiert, wenn ich irgendwie Linksklick ist immer alles mit meh. So. Grim, my latest spawn. 3 days you have been with us. How do you feel? I feel hungry all the time. How's it even possible? Probably some of the psychic residue left over from the creation.
Making a death is not simplistic alchemy. Now, let me take a look at the files you sent in today. Right. Everything looks to be in order. You have followed the rules and marked the correct amount of profiles. There really is not much else to say. You may leave. See you tomorrow. Okay. Prepare for a perilous adventure on the ocean of quality merchandising. The face of the Great Old One. Clothing. Oh. Oh, nice. Wir können ein Cthulhu-Gesicht haben. Peculiar flex twirl disquietly inside the glass globe, never settling. In the middle of the storm stand figures too difficult to discern. Totality. A coin, the thing which usually makes up the largest portion of any buried treasure. Which it? Okay. Hmm. Have you looked outside today? It rains. It has been raining for hours. Appropriate to accompany the despondence within me. Well, here are some rules for you. 3 humans have to die. A day, another death. Ja, hier packen wir die Kohle weg. All survived in a plane crash due to skillful efforts of pilots. Local politician dead after being struck by a car. Police have not yet ruled out the deliberate hit. You want to know what is inside the cattle of the old cattle pensioner? It's a whole other universe. Are aliens real? MeTube star claims before disappearing. Ich glaube, wir haben nicht ganz gut entschieden, aber egal. 3 Leute müssen heute sterben. Mal schauen, aber wir umbringen. Also, Eli Logan, 37, Grave Robber, also wirklich Grabräuber, was zur Hölle? When people started burying their loved ones together with their valuables, Eli started digging. The belief that possessions could somehow be taken to the afterlife seems very silly to Eli. They call themselves a tomb diver. Why not Tomb Raider? Earl P. Gray, 41, MeTuber content creator. Gray is a graying, dad-looking psychopathic content creator who hails from sunny Afray from 1,000 kilometers south of Cosmopolis City. Their most enjoyed pastime is knocking down a couple of beers while watching the world burn. Okay. Oh wait, ich glaube, ich weiß, wer das ist. Ist das vielleicht eine Referenz auf Gray Still Plays? Oh ne, der heißt Anthony. Also Anthony P. Gray hätte ich dann geglaubt, aber Earl P. Gray? Maybe. Caesar Julianus, 48. Julius Caesar. Unemployed. Caesar used to be a miner until their lungs got completely ruined by pneumoconiosis, also known as black lung. Surprised that this is still happening in this day and age. As corporate cost cutting for you. Susanna survives off the settlement money and medical pension. Spannend. Ja, aber das Ding ist, nicht alle wissen, dass Gray Anthony heißt. Deswegen was nicht. Aber das, also wenn es halt ein YouTuber ist, der Gray heißt und irgendwie psychopathisch die Welt abfackelt, dann kann das eigentlich nur der sein. Weil es ist halt, der fuckt halt ständig seine Sims ab oder so. Oder die Leute, die er Zivilisation hat. In jedem möglichen Spiel. Okay, Renee O'Shaughnessy. 27, Lehrer. Renee teaches languages and literary criticism to high schoolers, an arduous task. All things considered,
They have an interest in education science with the aim to upgrade the teaching methods of other teachers, as many of the old-timers are not up to date with modern approaches. Grim, I'm watching you. You should mark this profile to live. Okay. Live. Okay. Wir legen das schon mal so zur Seite. Gabrielle de la Costa, 49, valet. Gabrielle is very dignified. They work as a valet in a mansion where all the other workers, as they make no movements which could be construed as redundant. Once they were the suspect of a gruesome murder, even though it would be impossible for them to be the murderer. So. Also ich wüsste, wen ich umbringe. Oder wohl, ich wüsste nicht... Nee, warte, ich wüsste nicht, wen ich umbringe. Ich glaube, den hier würde ich aus Gag umbringen. Den hier, weil es nicht so nice ist. Außerdem wäre es dann witzig, ob er Sachen in seinem Grab hat und ob dann Leute über ihm was klauen. Und das Seltsame vielleicht ist, ich würde ihn hier umbringen, in der Hoffnung, dass das was bringt. Von wegen so, okay, er ist jetzt an seiner schwarzen Lunge gestorben. Und vielleicht wird es der Firma dann angekreidet und dann passiert noch etwas Gerechtigkeit. Ich weiß, es ist ein bisschen seltsame Logik, aber es ist so potenziell auch diese Game-Logik hier. So. Weißt du was, wir machen das jetzt einfach mal. Stirbt. Ja, er stirbt. Mal schauen, was passiert. Grim, there you are. Let us be... All the profiles are here, just as requested. Excellent work. Findest du doof? You Was even genau findest du? adhered to my little test note. I commend you for exhibiting vigilance. I am beginning to sense a tinge of pride growing within me. I did not expect you to turn out such a good and dedicated Reaper. If you keep this up, you will get far. You may be even promoted to a middle management position. Imagine the possibilities. Anyway, I am quite busy tonight, so you can go. Until tomorrow, Grim. Anyway, ja, genau. So, ich weiß gar nicht mehr, wie viel Geld wir haben. Es könnte jetzt... What ho? 700. How can me humble and not at all schade. adventurous self assist you today? Schade, es reicht nicht für das neue Gesicht. Und wir können auch keinen Kaktus holen. Da. Omega, wenn... Das Ding ist ja... Also ich zeige euch das Spiel hier. Und bei manchen Sachen will ich einen Input. Aber manchmal denke ich mir einfach, kann ich es ja auch selber entscheiden. Ja. Und wenn ihr es ja selber auch mitentscheiden wollt und das immer mitentscheiden wollt, dann gibt es ja immer die Möglichkeit, dass ihr euch das Spiel auch selber holt. So, jetzt schauen wir mal, was hier. Higher educational standards help bring peaceful solutions to simmering conflicts. Grave robber found dead with a bite mark on their neck. Spooky. The terrible life choice of popular cloud creator finally catch up to them. Oh yeah. Humans have designed but any humans with a science background. Okay. So, dann tun wir es mal hier hin, damit wir es auch mal sehen. Wir haben jetzt 6 Leute. Und das Ding ist halt auch beim Omega, wir haben jetzt mehr und mehr Leute. Wenn wir für jeden jetzt abstimmen, sind wir hier Ewigkeiten unterwegs. So, IG Kaneka.
31 inmate. RJ is currently incarcerated at the local jail for producing hard drugs at an organic synthesis lab that signs as a chemistry student. They still dream of finishing their degree program after getting out of jail. IG now wishes to be a diplomat as they are constantly negotiating gang deals in jail and surviving. So, Jewel Gray, biochemist. Jewel was born in the countryside but moved to the big city to go to the university. They like rock concerts in spas, although their visits have fallen due to having substance abuse issues in the past. They're trying to find a cure for chicken flu. Asteroid hunter. Zara. What began as constant stargazing as a child turned into a career in astronomy. Zara's science main goal is to find asteroids that could potentially hit the planet and alert the asteroid destroyer unit in the military. Kenzo Omura, astronomist. Kenzo is deeply intrigued by the universe and its mysteries, but doesn't enjoy leaving their hometown. They would have never considered boarding a spaceship, but they love to look at the universe from the comfort of their own home. Having witnessed quite a few UFOs, they are slightly worried about the universe visiting us. Okay. Network engineer. Gwendolyn Chi. It's not exactly sure what their career as a network engineer stagnated. It's definitely not what they dreamed of doing with their life, but they're barely just content enough and their large family depends on their income. Oh, ihr seid... Das Spiel ist richtig Arsch, Mann. Das Spiel ist richtig Arsch. Prime Minister Enrique Quinto. Enrique never really liked politics. He is serving his second term in office. When traveling, they enjoy snooping out all the hip spots the locals frequent. A fan of history, they own a vast collection of old war figurines. They're married and have 2 homeschooled children. Ja, das Setup für den heutigen Tag war ja, es müssen 2 Leute sterben. Und, genau, und nur alle Leute, die einen Science-Background haben, müssen verschont werden. Astronomie ist Science. Biochemist, Science. Der hier, auch Chemistry Student, Science. Asteroid Hunter, also Astronomy, Science. Das heißt, wir müssen die Gwendolyn Chi umbringen und den Enrique. Und das Fiese ist hier, dass noch dran steht, so, und ihre große Familie setzt auf ihr Einkommen. Weißt du was? Fuck it. Heute lassen wir alle leben. Nee, kann man nicht. Oder glaube ich nicht. Schätzungsweise? Ist ja witzig. So. Also ich sage, ich lasse alle leben. Wir bekommen dann zwar kein Geld, aber irgendwie mag ich nicht Leute umbringen, die ich nicht umbringen will. Vielen Dank für den Resub. Wie geht's dir denn, lieber Nick? Ja, den Drogendealer will ich nicht umbringen. Weil der Drogendealer, der sitzt ja gerade seine Strafe ab. Und außerdem, weil das Ding ist halt, wenn ich den sterben lasse, dann habe ich immer noch nicht die Quota für 2 Humans erreicht. Und außerdem hat er immer noch einen Background in Science. Also der hat mit Wissenschaft zu tun. Und damit habe ich doppelt falsch umgebracht. Von daher, ich glaube, heute bleiben echt alle am Leben. Also ihr könnt ja mit mir abstimmen. Ne? Wir machen eine Gesamtabstimmung. Soll heute überhaupt irgendwer sterben? Wenn ja, dann gebt Töten ein. Und dann töten wir die beiden, die Nicht-Science-Leute, den Prime Minister und den Network Engineer. Und wenn ihr sagt aber schonen, dann bleiben alle am Leben.
So machen wir das jetzt. Genau, also auch für dich, Nick, jetzt hier Ausrufezeichen töten oder Ausrufezeichen schonen mit einem OE, ganz wichtig. Das Töten. In den Chat eingeben, um zu entscheiden, ob wir jetzt die Leute alle schonen oder töten. Töten, sagt Layson. Wir sollen wirklich 2 töten. Du bist ein Assi. Nick, schnell noch schonen in den Chat. Nick! Und dann kommt Mr. Gami ums Eck. Ihr wollt wirklich, dass wir hier obdachlose Kinder haben. Ihr seid alle so assi, ey. Weißt, die ist eh schon unglücklich, schuftet aber, damit ihre Familie irgendwie über die Runden kommt und ihr wollt sie tot sehen. Ihr seid doch alle assi, ey. Alle assi. Ja, aber er hat gelurkt, deswegen. Okay, Easy ist nicht assi. Easy ist lieb. Deswegen ist Easy auch der Mod und nicht ihr. Nein, nicht deswegen. Aber Easy ist nicht assi. Da hat sie recht. Lurky Lurk. Ah ja. Na gut. Ihr Assis, ey. Okay, und man kann anscheinend auch nicht die Leute unmarkiert lassen. Nein, hier. Ja. Genau, hat Nick abgestimmt? Nick hat gar nicht abgestimmt. Hä, warum haben wir denn eine Wolke? Knock, knock. That's there? exactly the question, ain't it? We are the exalted chimera, envied by all the blind, arrogant fools. We are angst ex nihilo. We are nothing, a despicable failure. We are Elan Vital, the guide who won't lead astray, if only you learn to listen. We are death. How does it feel? Weißt Gami, ich wollte sie alle leben lassen. Ich habe euch abstimmen lassen und du hast dann töten gewotet und dann willst du sagen, ich habe befolgt. Was Fate will? Ich wollte mich gegen Fate stellen, du Lappen. Zitze. We're death, how does it feel? You know, dying. You do remember, right? Be seeing you, Reaver. It's a grim world out there. Okay. Das heißt, wir müssen jetzt auch immer wieder nach dieser Wolke Ausschau halten, ob die nicht irgendwo rumeiert. Und ob wir mit ihr reden können. What a day, Grim. What a day. Let us go over your conduct first. Good. I see the correct amount of profiles. Today seems to be in order. Anyway, Grim, 5 days you have been with us. How does it feel to make the difficult choices? Honestly, I feel like I'm not killing enough people. I crave more. Every moment is living hell. I hate this job. I still feel awful about every choice. Perhaps that is for the best. It may keep you connected to the world, holding off the indifference. But think of the humans.
Do you think our office is the appropriate way to deal with them? Really? There's another way. Perhaps no, never mind. I have not found a way around the tradition, and I have been here a long time. A long time und wir haben nur 69 andere, also 68 andere Reaper. This control over all the lives, unbeknownst to the humans. Do you not consider it unethical to make the choices you make? I'm not happy with the situation, no. Yet you have no opportunity to elicit a change. It may sound unfair, but it is not. The office is perennial and venerated. Eons we have spent designing the appropriate methods and strategies. We know what we are doing. Oh, I do apologize for taking up so much of your time. Before you go, are there any questions you would like to ask me? Why haven't I seen any underage profiles? What's the basis for the profiles? Is there a point system? Oh, not at all. But they all influence the world in many ways? You don't sound too sure about that. I am, quite so. It's predetermined. What about free will? Humans have some free will, sure. They can make a variety of choices. Yet what matters is that they cannot escape the inevitable. The life-threatening situations that bring them onto your desk are a result of their own deeds and decisions. Then there are some highly complex calculations, factors and aspects that influence the situation. But that is just a bit over your pay grade, so do not worry about it. Okay, wie ihr gesehen habt, geht's jetzt auch wieder die Arena los. Das heißt, Ausrufezeichen Fight in den Chat und ihr könnt mitmachen. Anything else? I haven't seen any underage profiles. The children. They are a special case, for a different set of departments to deal with. You will not find any yourself. Are there many offices or departments? Countless. And they all have Reapers working them? Myriad. Really? Close enough. Anything else? What about animals? Do they get a department? Absolutely. All living beings have to be processed after the end. No escape. Even plants. Yes, there is a department for plants. Do not ask about the plant department. Also tatsächlich für den 1. April hätte ich ja an ihrer Stelle ein Animals DLC angekündigt oder ein Plants DLC. Wo dann einfach alle Texte mit so, oder bei Animals ist es einfach. Du ersetzt einfach alle Worte, die in den Dingen stehen, also Beruf, Name, also Name musst du vielleicht noch richtig einsetzen, irgendwie sowas wie Cupcake oder Wuffers oder sonst irgendwas. Und halt aber als Text immer nur Wuff, 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 wow, 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 barf. Das wäre grandios gewesen. Und das hättest du ankündigen können am 1. April als DLC. Aber gut. Anything else? Technically, kind of, I guess. Ruins are like a type of dead, but then again, they often feel so alive. I must ponder. This topic is a bit too abstract for now. Let us table it. Okay. Anything else? Why do all the profiles refer to people as they? An astute observation. You see, Grim, our office does not operate on information about biological backgrounds or genetic composition. So no gender information? Minimal. Everyone you assess is simply human, after all.
excluding any monumental error in normal procedure. The bottom line is that the humans end up on your desk and that you must follow the rules. Anything else? That's all I can think of. Right. It has been enlightening. I bid you a good night. See you tomorrow. Schauen wir doch mal. Gratulation, Igelchen. Have ye seen such deals before? 'Tis ye who plunders me. And further illuminator. Radio. A fancy suit. Bow tie edition. A suit would make me look sharp and professional, while the bow tie adds a subtle flavor of levity. Fit for the funeral of clowns. Ne, wir wollen eigentlich mal schauen, dass wir dann beim nächsten Mal den Dings bekommen. Die Cthulhu-Gesicht. Genau, wenn ich Fate nicht folge, dann komme ich ins Plan-Debatte. Das wäre auch witzig. Ich muss gerade ein Achievement bekommen für Curious Grim. Ask all question first Lore Hub. Okay. Ich will mal wissen, was denn heute zum Verkauf steht. Me ship of goods is at your service. Eye of Anpu. God of the Dead, Mummifications, Embalming, the Afterlife. Oh, wir können hier. Können wir Anubis sein? Yes. Ever been to the land of dunes, ye scallywag? Once I dug out this particular golden icon. All while I was digging, the bowels of the World Eater rang in my ears. But I persisted. Dug until me fingers cracked. No stopping. Till the riches were secured. Ah, 'tis truly a wondrous thing. Turns your own head into a jackal's, it does. So. Okay, das heißt, wir können jetzt hier Anubis sein. Cool. Wir sind bereit für unseren Wechsel ins Department of Animals. Genau, The Goodest Doggo ist halt auch da. Foxy fände ich sonst noch ganz nett. Ich finde auch schön, dass auch immer hier unser Icon sich ändert. Read me. Morning, Grim. We seem to be on a precipice of dark times. I may have warned you that this job can have some harsh moments. Today is that day. Quota for the day. A total of 6 humans have to die. 6 humans? At least 2 humans aged 60 or older have to die. And humans with an economy-related preference have to die. This is very serious. Man claims to have saved Earth from aliens. A biochemist almost dies in a fire at work. They were able to get out by following a fleeing cat. Are we safe? Young biochemist finds a vaccine for chicken flu. Chicken flu vaccine shots now free thanks to a donation from a local business. Visiting Prime Minister dead by unidentified illness after an undercover night on the town. Huge amounts of MMA just came out of nowhere, police claim. Another family in poverty after joining a multi-level marketing scheme. Big asteroid alert, it's coming right for us. Ja. Ich würde ja fast gerne danach nochmal so ein Playthrough haben, wo wir nochmal testen, wenn wir wirklich uns gar nicht an das Ding halten, sondern nur an unsere eigene Moral. Wie es dann wird. Raz rushed 53 banker. Raz, a widely celebrated economist, is called the preeminent expert in market manipulation. For the past decade, they've appeared on many television programs advising people when and where to invest in their funds. Wisst ihr was? Ich glaube, wir machen es tatsächlich jetzt mal so. Also das Ding ist ja, es ist hier eigentlich mehr ein Puzzle als wir können wirklich uns frei entscheiden, wer stirbt. Oh ja.
monk, Frederick expels all their days in a monastery writing manuscript by hand. Although the printing press was invented many centuries ago, they insist that texts written by hand are the most pure. Douchebag. Lucas Ward, retired, 75. Du wirst vermutlich sterben. Lucas has lived a calm and contented married life, having raised 3 kids and helped raise 7 grandkids that they've never felt particularly happy. Up until the moment 5 years ago, until they admitted and accepted their preferred sexual orientation. The family was very supportive. Ach, den will ich nicht umbringen. Ich muss den auch in die Mitte legen, weil der eventuell sterben muss, weil er über 60 ist. Jean-Baptiste Courtine, 70, retired. Jean-Baptiste is a retired carpenter and a veteran of the long-ago military conflict at the Marisola Peninsula. For years, they have had to deal with bouts of PTSD, which they've managed to alleviate in their twilight years by painting and composing melancholic folk songs. They run a successful investment firm on the side. Okay, voll scheiße. Jetzt hat er sich geheilt von seinem PTSD und wir müssen ihn jetzt umbringen. Nicht, weil er über 70 ist, sondern weil er halt tatsächlich hier eine Investmentfirma hat. Und das hat halt mit der Wirtschaft zu tun, ne? Tamao Hidaka, astronaut, inspired by playing Space Intruder a lot as a kid, Tamao decided to join the Earth Defense Unit as an astronaut. A dangerous asteroid has been located for the first time after their training and they must now land on its surface and blow it up. Okay, das Ding ist, ich habe tatsächlich den Film ja nie gesehen. Und ich weiß jetzt gar nicht, wer von euch hat ihn gesehen. So, 2, 4, 5, 6, 7, 8 Leute. Das heißt, wir dürfen nur 2 Leute am Leben lassen. Okay, den will ich auf jeden Fall am Leben lassen, sonst trifft der Asteroid die Erde und macht alles kaputt. Europa Steel. Recruiter. Europa is the top gun at many multi-level marketing companies that sell everything from super juices and vitamins to toilet scrubs. Besides starting every recruitment pitch with, "It's not a pyramid scheme," but they keep bringing dozens of naive people every week. Die stirbt so absolut, ey. Hast du ihn gesehen? Wie war er? Also scheint wohl gut zu sein. Und also das Einzige, was ich von dem Film weiß, ist, dass eben hier Dings hier. Oder ich weiß grob die Handlung. Und Aerosmith, I Don't Wanna Miss a Thing ist wichtig dafür. So, Market Researcher. Jarl is currently researching the soda market, hoping to find a new angle. It's a make or break situation for Jarl as they're trying to provide for the family while succumbing to credit card debt. Their boss is thinking of firing them due to the low results. Leider ist er auch auf dem Sterben-Dings. Warte mal, wie viele haben wir jetzt, die über 60 sind? Wir haben nur einen, der über 60 ist. Scheiße. Das heißt, wir müssen Lucas umbringen. Dabei will ich den nicht umbringen. Dreck. Eli Loisang. Eli? Vermutlich. LA. Vielleicht LA. Position Jarhead. LA completed the grueling scout sniper training, but they're constantly either afraid for their life or thinking about the probable infidelity of their spouse. They have not yet fired a rifle in a situation outside of practice. Okay, das heißt, wenn wir uns an die Regeln halten wollen, muss Lucas sterben. Und wir können jetzt auswählen, wer von denen hier stirbt. Also ich habe versucht rauszufinden, wie oft das Geld weint. Und ob es uns versuchen will, uns zu sagen. Nee, es weint einfach ständig, okay. Genau.
einer der drei muss sterben. Und laut den Regeln müssten die anderen hier alle schon sterben. Und das macht mich echt traurig, weil den hier würde ich total gerne leben lassen, den Lucas. Another Playthrough, Mann. Okay, ihr könnt jetzt abstimmen, okay? Also, wir stimmen jetzt ab über die Delay, ich weiß nicht welche. So, ihr dürft abstimmen. Töten oder schonen. Ich markiere schon mal die anderen. Hier. So, und dann bin ich jetzt mal gespannt. Aktuell ist alles auf Schonen. Elay soll geschont werden. Okay. Dann die Abstimmung für den Mönch hier. Na, Frederick. Der seine Bücher selber schreibt. Ihr dürft wieder abstimmen mit Töten oder Schonen. Und zwar ab jetzt. Schonen? Du willst den Astronauten töten? Da bin ich sehr dagegen. Da bin ich sehr dagegen. Warum willst du den Astronauten töten? Du willst wissen, was passiert oder was? Entschuldigung, das musst du auf deiner eigenen Zeit rausfinden. Wer bleibt am Leben? So. So, und jetzt die Frage, wen bringen wir von den beiden um? Der Mönch. Du willst den Mönch umbringen? Ich hätte tatsächlich eher meinen Soldaten umgebracht, muss ich zugeben, als einen Mönch. Ah, gut. Dann stirbt der Mönch. Bin ich mal gespannt, was passiert. So, ist irgendwo die Wolke. Ah, Grim. It looks to be a rough day out there. New recruits often falter during dark time. Yet you seem to have performed adequately. How do you feel after such a day?
I did what I had to, doesn't mean I like it. Exactly. You and I are on the same page. We all do what is necessary, even if it makes us suffer. Du hast mir 2 Leute geschickt, die über 60 sind und hast gesagt, so ja, 2 Leute müssen über 60 sterben. Und ich soll es entscheiden, nicht du. Let us hope these days do not continue. Any idea what happened? Don't you know? You're in charge after all. Yes, I am. And yes, I do. Yet what use is a reaper who cannot discern the situation from the details in front of them? Your answer would intrigue me, yes? Perhaps an economic crash? Corruption? Bad management? Interesting. An insightful streak may yet rattle inside that skull of yours. Off you go now, Grim. Good night. Ich bin ja eigentlich auch noch interessiert daran, wie das denn tatsächlich ändert, was wir so für eine Story bekommen hier mit dem. Schön immer nach der Wolke schauen. Need ye cures for ailments or a trinket to ward off a curse? Grim Cape. Eine Münze? Warte mal, was macht denn der Typ da unten? Oder die Frau? Local man commits suicide after losing family savings in market crash. Respected financer found dead after devastating market crash. Suicide suspected. Crooked bankers. Master bank officials under investigation for years-long fraud. MLM recruiter demonstrates his company's flagship Super Juice. Poisons herself. Soda's research taken too far as market research drowns in a vat of soda. Bubbly death. Big asteroid successfully blown up. Astronaut returns unscathed. A squad of soldiers steal away with a chest full of gold coins during a patrol in Faradon. Das war das also. Research into bloodstain pattern analyst shows it actually pseudoscience and has zero merit. Charity auction to take place in Durham Cosmopolis. Bring your friends. Okay. Morning Grim. Okay, see if we can clean up the mess from yesterday. That might give you just the boost you need. Do not forget you may leave troubles behind, but new ones always lie ahead. Quote today: 2 people have to die. Spare humans who seem helpful against the troubles. Okay. Das heißt, wir können jetzt tatsächlich eher mal überlegen, was denn jetzt welche Leute nützlich sein könnten. Das heißt, wir haben jetzt mehr Möglichkeiten. So, Mavis Underguard, 66 retired. Mavis is a grandparent with a strange grandchild named Guy. Das heißt, das Grandchild has potenziell Guy Underguard? After retirement, they moved to a calm country home when they spent most of their time knitting. They own a marvelous collection of porcelain. Die könnten wir umbringen ohne Probleme. Florian Fresnos, medical examiner. Florian's work focuses on bloodstain pattern analysis, but they also lead a parallel life as a vigilant serial killer, hunting down murderers who've escaped the justice system. This diversified portfolio keeps him very busy, leaving him scarcely any time to relax. Okay. Ray and Vargas,
journalist, Rain, otherwise a solid and stalwart journalist, has an obsession. They adamantly claim they saw, when younger, a headless rider emerge deep from within the autumn mist searching for their last beret. Okay. Valdemar Sage, Makedown artist. Valdemar has made being terrible at everything the central artistic and performative thesis. Through this act of self-referential rebellion, they have actually grown very popular in accordance with the current climate. Okay. Hannah's Fjell. Waste disposal. Hannah started working in waste disposal a few years ago, but they forgot to ask where to dump the waste during orientation, and at this point they're too afraid to ask. They sneakily bring everything into nearby forests when nobody's looking. You're going to die. Nora Sophia Ato. White collar criminal. White collar criminal is die position auch noch. Nora turned to regular embezzlement after their multi-level marketing scheme failed. The beauty products and cognitive enhancers were just not selling. All this to pay off their mortgage and to keep their child in a decent school. Nora films claymation shorts in her spare time. Okay, Omega. Bis dann später. 2 Leute umbringen. Also, das Gute ist, wir müssten nur 2 umbringen. Wir können aber vermutlich mehr umbringen. Aber ich bin definitiv dafür, dass der Typ hier, der den Müll im Wald ablässt, stirbt. Steht für mich außer Frage. So, und jetzt ist die Frage, wer von diesen anderen 5 stirbt jetzt, weil da ist es tatsächlich... Was ist das? Da ist es dann offener, wen wir dann jetzt da lassen wollen. Also klar, wir können jetzt sagen, okay, hier der Mörder. Der Mörder stirbt. Aber so sehr hier dieses Vigilantism natürlich schlecht ist, dieser Mensch schaut halt, dass da sich anscheinend Leute umgebracht werden, die dann andere Leute umbrachten, die irgendwie durch die Lücken des Justizsystems durchgeschlüpft sind. Das Ding ist, wenn es tatsächlich ein amerikanischerer Name gewesen wäre, dann hätte ich dem sogar mehr vertraut. Weil da schlüpfen hier durchaus ein paar mehr Leute durch. Einen Journalist will ich eigentlich nicht umbringen. Sie noch am ehesten. Es hat halt ein Kind, aber ich meine, wenn du sagst, okay, hier, ich veruntreue jetzt Geld, ich versuche diesen Multilevel-Marketing-Scheme, dann muss ich mich darauf gefasst machen, dass ich die schlechten Entscheidungen im Leben getroffen habe. Und ich meine, ja. Natürlich kann man jetzt sagen, so, ja, sie versucht nur in dem System, das alle fickt, irgendwie zurechtzukommen und schaut halt, wen sie ficken kann, damit das System irgendwie, dass sie überlebt und dass ihr Kind überlebt. Aber ja. Ansonsten können wir natürlich noch diesen Menschen, der irgendwie, keine Ahnung, schlecht in allem sein will.
Also ich glaube, den Journalisten lasse ich am Leben. So, machen wir so. Journalist, leben. Ich lasse auch die alte Frau am Leben. Und jetzt Mörder mal. Ich glaube, wir müssen euch wieder abstimmen lassen. Machen es jetzt hier von rechts nach links. Also, die Nora. Wollt ihr die Nora sterben lassen oder soll sie leben? Ihr dürft Sätze schreiben, indem ihr ausweichlich töten oder ausweichlich schonen in den Chat schreibt. Ich finde es ein bisschen seltsam, dass eigentlich das Töten links steht und es schon rechts steht, wo es auf dem Formular andersrum ist. Das irritiert mich ein wenig. Ich bin auch unsicher bei der. Also ich meine, also das hier ist eigentlich nur ein Clown. Eigentlich sollte man den am Leben lassen. Aber das Ding ist, wir sollten entscheiden, wer am ehesten noch vermutlich dafür sorgen kann, dass es die Sorgen wieder... Machen es mal so, dass er lebt und sie stirbt. Ich bin mal gespannt, was draus wird. Also falls ihr jetzt euch wundert, warum ich jetzt euch nicht mal abstimmen habe lassen, weil irgendwie jetzt gerade bei der letzten Abstimmung niemand dabei war. Und dann dachte ich so, okay, dann ist gerade niemand im Chat, der gerade aktiv abstimmen will, vielleicht. Oh, eine Wolke. That wasn't so good, was it? It's okay. We can figure it out, make it work. Crisp and clear like the azure pond at the forest glade. You were born for this. That's what fate keeps telling you, ain't it? It's like a surge in your spine, a faint echo of a perfect chord. It's very close, Grand Reaper. Be seeing you. Okay. Bin jetzt mal gespannt, wie ich entschieden habe. Grim. It is the end of the week. Your performance review draws near. How do you think you have been doing? I think I've managed to follow the rules. Interesting. Yes. Your answer has been recorded for the psych eval. Now then, before the assessment, let us look over your daily conduct. I see the required profiles are all here. Excellent. This bodes well for the evaluation. I guess it is time to get started. I wanted to ask about today. Yes? What about today? Yesterday went really bad. What about today? Today? Oh, everything seems to be getting better as we speak. Do not worry about it. Fixing the world is a slow process. So, keep at it. As long as you follow the rules, it will all get better. Irgendwie wirkt das nicht so vertrauenserweckend. Now, where did I put those papers? Ah, here we go. Right. Looking at these stats, the numbers say your conduct over the 7 days has been most excellent. I am, sincerely, surprised and pleased by your display of loyalty. So much so that the office has deemed you fit for a raise.
Yay, money. Thank you. Oh, do not thank me, Grim. We are just getting started. Okay. Speaking of, the raise also comes with a prize. The office is proud to present you with an award of excellence. Display it proudly on your workstation. Okay. Dein toller Applaus. Do not let this cloud your judgment. You still have much to learn and many rules to follow. More rules? One gets used to them, if in the right mindset. Fret not. As such, your 7-day evaluation period has concluded. You have passed. Ich frag mich, was passiert, wenn wir uns jetzt dagegen viele der Entscheidungen getroffen hätten. Also viele der Entscheidungen, die wir jetzt gerade getroffen haben, um die Regeln einzuhalten, nicht gemacht hätten. That is all. Until tomorrow, Grim. Und welcome back, Stanley. So, wir haben jetzt gerade unsere Probezeit hier bestanden. Das heißt, wir können jetzt weitermachen. Wir haben uns an alle Regeln gehalten, leider auch für viele, die ich gar nicht so befolgen wollte. Wir haben Leute umgebracht, die ich nicht hätte umbringen wollen. So. I know what you're thinking. I do provide ancient powerful widgets. Pair of cat ears would look really nice on me and inspire all the felines of the world. Just don't talk or even think about the film adaptation of the musical. Okay. Ye know why I was the scourge of the seas? 'Cause ain't nothing out there that frightens me. Once we looted an ancient tomb for gods and kings long forgotten. And you know what, matey? Found there the most particular set of ears. Wearing 'em gives ye supernatural hearing. Happened to overhear a mutineer plot that very night. So I threw 'em all right overboard. Plotting with the fishes now they are. Okay. Oh Gott im Himmel. Oh Gott im Himmel, wie sehen wir aus? Ja, nein. Oh Gott. Best newcomer presented to Grim Reaper for your contribution to the killing of many humans. Yay. Mail. A whole week already? My, the time flies. Well, more tasks straight ahead. I think we are making a difference, so let us continue with what we are doing. Quota for the day: 3 humans have to die. Spare any humans aged between 35 and 60, if possible. 35 and 60. Okay, das heißt, das wären dann... Geht nicht. Geht nicht. Wir müssen uns einführen. Wir müssen für eins entscheiden, der nicht, also der in dieser Spanne liegt, aber trotzdem sterben muss. Okay, wen bringen wir da um? Raya Kaldum, 24, tutor. Tutors languages to the children of foreign parents who have migrated to Cosmopolis City with great success. She's well liked by both the kids and the parents. Lately they've claimed to have seen the Hellas Rider cruising around the edge of town. Nein, die müssen wir jetzt umbringen. Bist du blöd? Ich hasse es. Dwara Shu, personal trainer. Dwara helps young people get excited about lifting weights and being physically active in general. They also make a lot of easily accessible social media content, teaching proper lifting forms to prevent injuries. Dwara started a fund to support children's support facilities.
Essie Kovalainen. Project Advisor. Essie is a professional project advisor, also known as a consultant. They get paid enormous amounts of money for consultations, which are these vague events where they tell companies to do things. While not working, they love tea, cross-stitching and smashing the patriarchy. Ich mache mal hier so einen Stapel Links für Leute, die ich nicht umbringen will eigentlich. Masashige Onilanso. Engineer, musician, part-time scholar, part-time engineer, part-time musician who delights in building their own musical instruments out of scrap and spare parts. Aber heute nur Leute, die ich nicht umbringen will. Mercury St. Jonas. 53, motivational speaker. Nature was not stingy when it came to granting charisma unto Mercury. A true silver tongue, this smooth talker could convince anyone to do almost anything. As such, they found their calling in being a motivational speaker. Recently, they've included proselytizing into their oeuvre. What the fuck tun die was wo? Hat jemand... Ich muss ja zugeben, ich kenne viele Worte in Englisch, aber das muss ich sagen, ist mir glaube ich noch nicht begegnet. Okay. Okay. Ah, okay. Also Oeuvre ist wohl einfach nur dein Act. Okay, eigentlich will ich so niemanden davon umbringen. Achso, wir können mal nachschauen, was gestern passiert ist. International Let's Clean Up the Horrendous Polluted Forest Day announced. Vigilante killings on the rise. Unidentified serial killer inspires several copycats. Oh, essentially new wave of artistry strikes local scene. Consultancy is some form of new dark magic. 5 simple exercises in 5 seconds. Wait, what? Ich könnte mich ja einfach um die Entscheidung drücken, indem ich euch mit diesem Cliffhanger hängen lasse und ins nächste Spiel übergehe. Das könnten wir machen. Wäre das fies oder fies? Das ist jetzt nur noch die Frage, ne? Es wäre doch eine Möglichkeit. Es wäre auch sehr, sehr fies. Aber es wäre eine Möglichkeit. Es sind wirklich, also tatsächlich, sind so viele Leute dabei, die ich eigentlich nicht umbringen will. Und ich will mich nicht an die Regeln halten. Aber eigentlich wollte ich mich in diesem Let's Play einfach dran halten. Aber irgendwie alle Leute... Wir können es ja mal so machen, für das Ende von diesem von dem Stream, lassen wir jetzt einfach alle leben. Und schauen mal, was dann passiert. So. Ich habe anscheinend jetzt ein Achievement bekommen. Und zwar Life Giver. Spare everyone. Grim, Mal schauen, was das... there you are. Okay, some issues have come up. Listen closely. First, you cannot let everybody live. You are not thinking of the consequences, which, believe me, will be dire. This is not an idle warning. However, I do not have the time to harangue you further at the moment.
An emergency has occurred, and I must depart for a couple of days. Oh, okay. So who I will report to at the end of the day? What kind of emergency? Okay, listen up and keep this to yourself. Some physicist is about to push a cart of unusual and hazardous material into the beam of a spectrometer. Schreib mal in den Chat, wer hier genau weiß, um was es hier geht. Hier wird was Wunderbares referenziert. Ich bin gerade sehr happy. I have to see if this causes a cascade reaction of some sorts. It may prove illuminating. Ach nee, warte, er ist Fate und nicht irgendwie. Wenn er Grimm wäre, dann hätte er nämlich ein G-Man sein können. Do you need a crowbar? Yes, a crowbar would be very nice. A crowbar would be fantastic. And a hug. A hug to my face, maybe. How about that, Sunday? Would you like to hug my face? Maybe not with the crowbar, though. I think that I wouldn't like that. So. Anyway, while I am gone, another will be in charge. Even though you passed the evaluation, I cannot leave you without any supervision. You will have more freedom, sure, but it is not limitless. So, es ist zu lange her, so ein halbes Leben lang ungefähr, Strauß 8. Kommt es grob hin? Bei mir kommt das auch grob hin. Therefore, you will have to continue your daily reports as usual. I will be informed of your progress. Who will I report to? Why, you are already acquainted. It will be Lady Portington, of course. Seriously, die Katze? Die Katze. Die Katze. Friend, your visit's like the sun. Regular. And warms the room. Tenebros's curiosity. It spins and whirs, it clicks and clacks, very soothing, helpful in times of stress. Mood, more to you, less to others. Okay. Wir können einen Fidget Spinner holen. Aber als ein Fidget ist es dann ein Widget Spinner? Oh mein Gott. Was? Na, wir hatten ja hier das Department of Plants. Join Mercury on a path of glory, a commune for those who seek the revelation. The physical fitness of children improving with each year. Nothing to worry about, no histories, stories and folklorists. The headless rider is a myth. Where are the bees disappearing? Submissions on my ordinary day photograph contest are now open. Okay. So right after I left, mere moments seems to me something happened to the plant department. Do not ask. It's such I needed you to fill in today, basically as a grim for them. I hope it is okay. Quota for the day: 3 plants have to die. Ja, ich beweise hier, dass ich keinen grünen Daumen habe. Agratina altissima, 2420, age 2, parent. Agratina is known as white snake root or richweed, a plant that grows on a cow pasture. It's hard for me. The thorn has small white flowers.
Ready to release its small seeds with fluffy white haze in the wind. Its main hobbies are photosynthesis and people watching. The meadow fox is grass. I swear, if I have to make another file about a blade of grass, I will quit. Meadow Foxtail. Muss ich mir vorstellen, es gibt einfach nur eine ganze Abteilung nur für Gras. Nur für Gras. Weil so viele Dateien wieder rumliegen, das geht gar nicht. Venus flounder is hidden in the grass next to a small path to the local honey farm. Is almost got stepped on by a farmer, a dog, a horse and 2 children. It has good living conditions with plenty of food available every day. Position Pest Control. Die Frage, essen eigentlich so Venus Fleischscheiben auch Bienen? Wenn ja, dann würde ich es gern killen. Aber gut, damit machen wir mal, also mit diesem wunderbaren Unsinn lasse ich euch mal zurück und wir wechseln jetzt das Spiel. Auf jeden Fall, das war Death in Texas. Vielen, vielen Dank nochmal für die Entwickler für den Key dafür. Super Spiel. Ich bin schon gespannt, wie es so, also wie es dann wird, wenn wir dann nochmal ein neues Spiel anfangen würden. Und das Ding ist, das Problem ist, wir würden alles verlieren. Aber was mich interessieren würde, ich lösche das tatsächlich jetzt mal, weil ich will wissen, ob die ganzen Sachen, die wir gekauft haben an Clothing. Achso, es gibt Intro. Weil wir dürfen noch jetzt auswählen, wie wir aussehen. Straight. Well, I know what. As it is your first day, try to delight. Remember, we keep if one week to show us what you are made of, Reaper. Achso, warte mal. Hä? Habe ich jetzt... Ah, interessant, aber auch tatsächlich, wir haben nicht immer dieselben Leute, sondern wir haben tatsächlich random Leute. Weil wir haben jetzt, die waren ursprünglich andere. Wisst ihr aber was? Wir machen es auch wieder jetzt falsch. Wir bringen einfach alle um. So. Weil ich will eigentlich hauptsächlich mal rausfinden, ob wir jetzt uns umziehen können. What ho, customer! Welcome to the famous, nay, infamous. You, I once scoured many sea and land. Perhaps the wares browse at your will. Ah, verdammt, wir hätten das heute richtig machen müssen. Ah, nein, leider nicht. Wir müssen es jedes Mal neu anlocken. Das ist ja schade. Ich hätte gehofft, dass wir mit jedem Playthrough einfach mehr bekommen. Oh, the new death spawn. Welcome. How was your first Awesome, day? I killed everyone. That is not what you are supposed to do. Did you not read the letter on the table? I thought I made the rules abundantly clear. All our choices have serious consequences. Why would you do this? I don't like people. Interesting. Perhaps you are not suitable for this. Nevertheless, you must conform to the policies of the office. We cannot allow such mistakes. I know it is not easy making these decisions, but that is what I am for. Trust me, and I will guide you. Understood? Fine. I have great hopes for you. Do not disappoint me. Das Seltsame ist, wir haben uns jetzt gar nicht anziehen dürfen. Hä, was? Warum durften wir uns jetzt nicht... Irgendwie haben wir uns nicht umziehen dürfen. Das ist ja weird. Aber gut. Aber wir haben ja eh gesehen, wir mussten nochmal das Auge von Anpu kaufen. Das heißt, wir müssen auch alle Kleidungsdinge nochmal kaufen. Was ich schade finde, weil ich hatte jetzt gehofft, dass wir einfach dadurch, dass wir es ein paar Mal spielen, einfach die ganzen Kleidungsoptionen schon freischalten und fürs nächste Mal dann haben. Das wäre nämlich super cool.
Weil dann ergibt es auch ganz viel Sinn, das alles zu kaufen. So ist es halt alles so, naja,